Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu dieser neuen Videoanleitung. Wenn du in OBS Szenen mit deinem MIDI-Keyboard wechseln möchtest, dann kannst du folgendermaßen vorgehen. Als allererstes lädst du dir das kostenlose obs-midi-mg Plugin herunter. Den Link findest du in der Videobeschreibung und auf der Webseite wählst du hier das passende Plugin für dein Betriebssystem aus. Wenn du wie ich mit macOS arbeiten solltest, dann kann dir Folgendes passieren. Wenn du das Plugin installieren möchtest, dann meldet sich hier macOS mit einer Sicherheitswarnung. Wenn das der Fall sein sollte, klick auf Dann und wechsel dann rüber in die Systemeinstellung in den Bereich Privateinstellungen und Sicherheit. Und hier klickst du dann auf Trotzdem öffnen. Daraufhin wird dann die Installationsroutine trotzdem geöffnet, nachdem du dein Passwort eingegeben hast, und du kannst OBS MIDI-mg ganz einfach installieren. Ich habe das schon gemacht, deswegen spare ich mir das jetzt und springe direkt in OBS, denn das ist der nächste Schritt. Du öffnest OBS. Oben in der Menüleiste klickst du auf Tools, vielleicht heißt es bei dir Werkzeuge, und wählst hier dann das Plugin OBS MIDI-mg aus. Daraufhin öffnet sich dieses Fenster und in diesem Fenster klickst du als erstes auf MIDI. Hier aktivierst du dann sowohl den Input als auch den Output Status. Du stellst vorher natürlich auch noch sicher, dass dein MIDI-Keyboard angeschlossen und eingeschaltet ist. Und nachdem du das gemacht hast, klickst du dann auf der linken Seite auf Untitled Collection. Du kannst einen Doppelklick machen und dann kannst du die umbenennen, wenn du möchtest. Ich belasse es jetzt mal bei dem Namen. Und nachdem du das gemacht hast, klickst du dann auf das Stift-Symbol und daraufhin klickst du dann auf Untitled Binding. Und hier kannst du dann deinen ersten Szenenwechsel einstellen. Du kannst auch hier einen neuen Namen vergeben, einfach Doppelklick auf Untitled Binding. Du kannst dann zum Beispiel eingeben Szene 1 oder wie auch immer du sie nennen möchtest. Und dann klickst du auf der rechten Seite unten am Bildrand auf Not Listening for Messages. Und nachdem du da drauf geklickt hast, drückst du dann auf deinem MIDI-Keyboard die Taste, mit der du die Szene wechseln möchtest. Bei mir ist das jetzt hier Note 53 und nachdem du das gemacht hast, klickst du dann noch unter Velocity auf MIDI, damit egal wie stark oder schwach du die Taste drückst, auf jeden Fall die Szene gewechselt wird. Und als nächstes klickst du dann rechts am Bildrand auf das Dropdown-Menü bei Category, wählst hier aus Scene Switching und dann kannst du unter Scene die Szene einstellen, zu der du wechseln möchtest. Und dann kannst du weitere Bindings hinzufügen, indem du entweder auf das Pluszeichen oder auf das Duplizieren-Zeichen klickst. Wenn du keine Szene mehr hast, die du hinzufügen möchtest, dann klickst du auf den Haken und daraufhin kannst du dann mit deinem MIDI-Keyboard zwischen deinen Szenen hin und her wechseln. Solltest du dazu eine Frage haben, schreib mir einen Kommentar und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Mach dir einen fantastischen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.